Moin Leute, Hallo. wir sind gerade beim Boot und machen jetzt den Motorwinterfest. Haben da Gott sei Dank einen richtigen Experten dabei, der uns dabei helfen wird, weil, naja, da lasse ich lieber die Finger von. Zumindest jetzt erstmal. Wir sind ja noch Anfänger und kennen uns damit noch nicht so gut aus und Ja, vielleicht macht man das irgendwann mal, aber erstmal ist mir das zu heiß und ich finde, da sollte man auch dann die Hilfe in Anspruch nehmen. Von daher ist jetzt heute eigentlich so nochmal das Wichtigste, weil wir hatten jetzt schon immer so 6, 5 Grad und haben so ein bisschen Stress, dass es halt richtig kalt wird. Ende November jetzt ja schon. Und von daher wird jetzt ja nicht der Winterfest gemacht. Der Motor Winterfest gemacht. Und dann haben wir nur noch Kleinigkeiten und dann geht es erstmal Winterschlaf. es war richtig schön windig heute. Genau, also Wetter ist perfekt, leichter Nieselregen, bisschen Wind. Gut zum Arbeiten. Gut zum Arbeiten. Ja, die ist schon ordentlich, ne? So, wir wechseln jetzt die Anode oder sie wird gewechselt. Ihr seht, muss sein, ne? So, hier drunter aber alles clean. Kann man machen. Das ist echt ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, ne? Alles Schwede. So, hier seht ihr die neue, ist natürlich ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Wir wussten auch gar nicht, dass die so schön hochglanz ist. Wir dachten, dass die auch so matt wäre. Aber da sieht man mal, wie runter die alte schon war. Das ging jetzt auch echt ordentlich fix. Was genau ist denn das da überhaupt? Machen wir gleich. Okay. Minus 30 Grad. Wenn es ja noch kälter wird, dann wandern wir alle aus, ne? Ja. Was ist in dem Behälter? Pass auf. Hier ist Kühlflüssigkeit drin. Ja. Ah, okay. Ah, für die Wie andere. bei euch im Auto. Genau. Bei euch im Auto habt ihr einen Kühlkreislauf, also mit Frostschutz, und habt einen Kühler. Da strömt eben kalte Luft durch und kühlt dieses heiße Wasser runter. Ja. Haben wir hier ja nicht. Wir haben hier einen inneren und einen äußeren Kühlkreislauf. Der äußere, das ist der hier, Seewasser kommt aus dem Seeventil durch den Seewasserfilter, durch die Impellerpumpe und wird dann hier durch den Wärmetauscher geschickt. Ja. Das Ding. Das ist quasi euer Kühler. Okay. Dann wird das durch das Seewasser, das Wasser aus dem inneren Kühlkreislauf runtergekühlt. Genau. Und im inneren Kühlkreislauf ist hier eben halt Frostschutz drin. Ja. Sollten wir das nächste Mal, wenn wir das nächste Mal wechseln, dann bringen wir mal einen anderen Behälter mit. Wir haben noch welche. Und dann wechseln wir nochmal die Kühlflüssigkeit. Ne? Okay. Die ist so ein bisschen, sieht nicht ganz so hübsch aus mehr. Wir haben uns sagen lassen beim Tank, dass man den entweder ganz leer macht oder ganz voll. Normalerweise machst du ihn ganz voll, ne? Ja. Hat den Hintergrund, also der Kraftstoff ist im Laufe der letzten Jahre wahnsinnig schadstoffarm gemacht worden. Das heißt, Diesel hat früher einen sehr hohen Schwefelanteil gehabt. Den hat es nicht mehr. Ja. Durch den fehlenden Schwefel in Verbindung mit Wasser fängt jetzt tatsächlich der Diesel an zu leben. Okay. Da bilden sich Viren, Pilze, Hefen, Bakterien, also da ist so ungefähr alles drin. Diese Bakterien leben aber nur, also die leben in der Trennschicht zwischen Diesel und Wasser. Leben im Wasser, ernähren sich vom Diesel. Je weniger Wasser du da drin hast, umso weniger Bakterien hast du. Ah, okay. Wenn der Tank randvoll ist, bildet sich wenig Kondenswasser. Deswegen macht man den Tank randvoll, Okay. damit du wenig Kondenswasser hast. Dann hast du eben halt auch weniger Befall. Ihr habt Befall. Das sieht man hier. Siehst du das? Okay. Das sind
die Bakterien schon. Ne? Okay. Es gab ein Zeugs, das ist ein Additiv, das kannst du beim Tanken mit einfüllen in den Tank. Das hieß Grotamar. Das darf aber nicht mehr an den Endkunden verkauft werden. Ich weiß jetzt nicht, es gibt von Yachticon so ein Biozid oder von Liquimoli oder so, das könnt ihr mit in den Tank schütten, um zu verhindern, dass sich eben halt diese Bakterien weiter verbreiten. Ne? Ja. Hattet ihr noch irgendwo Kraftstofffilter? Ja, ich habe hier oben. Das Gut, ist, ja das nicht, ist das ist glaub ich, zumindest der das, alte. was er uns mitgegeben hat. Das ist ein Ölfilter. Achso. Ölfilter? Dann haben wir nur Ölfilter. Ich weiß auch nicht, was ist. Steht da was drauf? Wie steht Dieselfilter? Gebraucht. Ja, die kann ich ja wegschmeißen, oder? Gebrauchte Dieselfilter brauchen wir hier nicht ein. Das hier noch neu. Die kannst du in den blauen Eimer tun zum Wegschmeißen. Du kannst auch da mal reinschauen, hier wegschmeißen willst. Ich hab sonst auch. Hier ist auch Dieselfilter. Ist der neu? Der ist neu. Der sieht neu aus, ne? Der ist neu. Den können wir nicht. Perfekt. Okay. So. Neu. Okay. Neu. Das ist wahrscheinlich das Schlauste, dass man eigentlich immer mal einmal im Jahr so vom Winter einmal eine Inspektion, ne? Also wir machen die tatsächlich immer im Herbst. Ja. Also bevor man, ist eigentlich egal. Das ist egal jetzt. Ja. Ne? Also wichtig ist im Herbst, weil der Motor oder das Motoröl nimmt ja während des Laufs Verunreinigungen auf. Also es bindet Schadstoffe, die eben halt bei der Verbrennung hier im Motor entstehen. Ja. Und diese Schadstoffe werden eben halt im Öl gebunden. So, und wenn das Ding jetzt hier das halt ein halbes Jahr lang draußen steht, haben die Schadstoffe eben halt Zeit, wieder Ach so. auszugasen. Ja. Und deswegen macht man eigentlich im Herbst einen Ölwechsel, ne? Okay. Damit der Motor über Winter mit neuem Öl steht und ihr könnt dann hier im Frühjahr wieder so los. Habe ich bei meinem Auto richtig gemacht. Ja, eigentlich ähnelt doch dieser Motor, den wir haben, auch so ein bisschen den Automotoren, oder? Das sind ganz normale Hubkolben-Verbrennungsmotoren, nennen sich die Vögel. Das ist genau wie bei dir im Auto, nur Ja. dass der eben halt 3 Nummern kleiner ist. Ja. Ne? Das Prinzip ist das gleiche. Das anders ist eben halt hier nur die Kühlung. Ne? Und ansonsten ist das halt ein Kleindiesel hier. Ne? Ja. Ja, ich glaube 12,5 PS haben wir. Ja, oder irgendwie sowas. Ja. Das ist so, das ist eine Nummer größer wie Fahrraddynamo hier, ne? Das ist der Mast. Ja, Wanden müssen natürlich auch nachgespannt werden und alles. Ja. Pumpst du da jetzt was ab, oder? Ich pumpe hier ein Vakuum rein. Ah, Und da mit dem Vakuum sauge ich das Öl ab. Okay. Es geht ja nicht hier wie beim Auto, dass du unten so eine Ablassschraube aufmachen kannst und dann läuft das runter. Das muss ich gestehen, dachte ich ganz am Anfang mal. Und als wir dann das Boot rausgehoben haben, habe ich mal so ein bisschen geguckt, wo könnte denn hier was rauskommen? Und nichts gefunden. So, jetzt saugt er das Öl hier raus, ne? Ja. Das ist ja praktisch. Das hier ist ein Impeller. Ah, okay. Der pumpt eben halt euer Seewasser durch das Kühlsystem, ne? Die können natürlich auch irgendwann mal kaputt gehen, dann reißen diese blöden Flügel hier ab. Dann pumpt er halt kein Wasser mehr, dann wird der Motor eben halt sehr schnell heiß. Ja. Das hört ihr aber auch am Auspuff. Der Motor kriegt einen ganz komischen, dumpfen Klang. Okay. Der spotzt ja immer hinten Wasser raus. Ja. Das macht er dann eben halt nicht mehr. Wenn da hinten so, kein okay, Kühlwasser ja. kommt und er kriegt einen komischen Klang, dann wisst ihr,
Der ist kaputt. Ah, Okay. Ja, wir haben auch ein extra Thermometer für den Motorraum. Habt ihr einen neuen? Nö. Nö. Nee. Den machen wir jetzt neu. Und den könnt ihr euch nochmal irgendwo hinlegen. Für alle Fälle, ne? Zur Beruhigung der Nerven nur. Ja, Ne? ja. Ja, können wir ja da in die Motortüte einfach mit reintun. Ein paar Stunden hat der Motor ja schon gelaufen. Ne? Ja, wir hatten jetzt ja auch fast nur Gegenwind von Ja. Flensburg hier rüber. Wir mussten auch richtig viel motoren. Ja. Also für den Motor ist das klasse, ne? Ja. Ja? Ihr könnt nichts Besseres antun. Also am besten 24 Stunden am Tag richtig Attacke. Ah, okay. Dann fühlt er sich wohl. Dann ist alles Okay. schick. Dann haben wir alles richtig gemacht. Ich glaube, wir haben 10 Stunden durchgemotort. Ja, super. Das ist toll. Also für den Motor ist das schön. Und das nicht nur einmal. Der lief auch echt super. Ja, also der springt auch sofort an, wenn man auf den Knopf drückt. Ja. Obwohl es nicht mal ein Volvo ist, ne? Ne? Nö, das ist kein Volvo. So klein baut Volvo nicht. Das ist ein Perkins. Das ist ein Perkins. Volvo baut ab 3 Liter, also 3 Liter Hubraum erst wieder selbst. Achso, und das haben sie ausgelagert dann, ne? Das haben die sich zugekauft. Ja. Ne? Kannst du immer einmal wieder da hinstellen? So, was da gibt. Das hatten wir auch gesagt. Und was hast du da jetzt gerade abgeknipst? Was war das? Das Ding, das ist richtig hirschig. Die stecken das in eine Flasche. Falls das Ding nachher nämlich tropft, dass das in so eine Buddel tropft. Ah, okay. Und dann hast du genau das gleiche Ja, wieder. ist die Ja. voll. Genau. Okay. Kann da ja einfach rauslaufen, sammelt sich Genau. unten in Das in der kann, Böck und dann- richtig, lass laufen, das steht da unten drin. Ja. Scheiß drauf. Ja. Also lieber Wasser an der Bilge als ein Schrottenmotor. Ja, ja, Ja. klar, das ist mir egal. Die kontrollieren wir eh immer.